Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ihr machen solltet, wenn ihr eine neue Waschmaschine gekauft habt und diese selbst anschließen wollt. Zuerst ist es natürlich wichtig, bei der Waschmaschine die Transportsicherung zu entfernen. Wie das bei den meisten Modellen funktioniert, zeige ich euch jetzt. Bei den meisten Geräten befinden sich an der Rückwand 4 Transportsicherungen. Hier löst ihr zuerst mit einem Schraubenschlüssel die Schraube. Und wichtig ist es, nicht nur die Schraube zu entfernen, sondern auch dieses Plastikteil, was hier noch drin steckt. Weil das ist die eigentliche Transportsicherung. Die Schraube sichert das Ganze nur. Ihr seht hier diesen kompletten Bolzen. Der muss entfernt werden, sonst kann es passieren, dass beim ersten Schleuder- oder Waschvorgang euer Gerät anfängt zu klappern und gegen die Transportsicherung schlägt. Erst wenn ihr das komplett entfernt habt, sollte auch die Abdeckung hineinpassen. Das Ganze ist zwar in eurer Bedienungsanleitung beschrieben, aber manch einer übersieht das ganz gern mal. Hier seht ihr nochmal die Transportsicherung, wie sie sitzt. Hier sieht man schön den Bolzen. Und wenn das Gerät jetzt schleudert, schlägt es jedes Mal dagegen. Erst wenn dieser Bolzen komplett entfernt ist, hat die Wascheinheit genügend Platz, um hin und her zu schwingen und keine Geräusche zu machen. Wenn ihr die Transportsicherung entfernt habt, nehmt ihr als nächstes euren Ablaufschlauch an der Waschmaschine. Ihr solltet zur Sicherheit eine Schlauchstelle benutzen. Die setzt ihr auf den Ablaufschlauch auf. Danach wird der Ablaufschlauch an diesen Krümmer am Hausanschluss angesetzt. Das kann bei euch etwas anders aussehen. Ihr schiebt den Ablaufschlauch hier auf diesen Krümmer auf. Schaut bitte aber, dass diese Klemme hier an einer geraden Stelle sitzt und nicht direkt hier an der Kurve. Sonst kann es passieren, dass euch hier an der Seite das Wasser beim Abpumpen austritt. Habt ihr den Schlauch aufgesetzt, zieht ihr einfach mit einem Schlitzschraubendreher oder einem Kreuzschlitz die Schlauchschelle fest an. Natürlich solltet ihr nach dem Anschluss auch schauen, ob dieser Anschluss wirklich dicht ist beim ersten Abpumpen. Wenn ihr den Ablaufschlauch angeschlossen habt, schließen wir als nächstes noch den Zulaufschlauch an. Bevor ihr den Zulaufschlauch an den Wasserhahn anschließt, solltet ihr euch vergewissern, dass dieser Wasserhahn überhaupt noch funktioniert. Am besten stellt ihr dafür einen Eimer unter, dreht diesen Wasserhahn kurz auf, kommt Wasser raus, dann ist er in Ordnung und ihr könnt den Zulaufschlauch anschließen. Bei diesem Zulaufschlauch gilt es noch zu beachten, dass dieser Anschluss hier oben aus Kunststoff ist. Hier solltet ihr nicht mit einer Zange rangehen und wenn ihr doch eine Zange benutzen wollt oder müsst, ist es sinnvoll, hier unter die Backen der Zange noch etwas unterzulegen, sonst kann es passieren, dass ihr diesen Anschluss zerstört. Der Zulaufschlauch selbst wird dann rechts herum aufgedreht und im Normalfall genügt es, diesen Zulauf handfest anzudrehen. Habt ihr den Zulauf angeschraubt, dreht ihr den Wasserhahn auf und vergewissert euch, dass hier alles dicht ist. Wenn ihr dann den Ablauf und den Zulaufschlauch angeschlossen habt, solltet ihr noch schauen, dass eure Waschmaschine ordentlich steht und nicht über die Ecken kippelt. Ein passendes Video dazu verlinke ich euch mal oben unter den i. Dort könnt ihr schauen, wie man eine Waschmaschine anständig ausrichtet und was man dabei beachten muss. Habt ihr auch das gemacht, dann steckt ihr den Stecker in die Steckdose, macht einen kurzen Probewaschgang und schaut, ob an den Anschlüssen alles dicht ist. Wenn ich euch mit diesem Video helfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und diesem Video einen Daumen nach oben gebt.